Wie ticken Jugendliche? Was finden sie gut? Was macht ihnen Sorgen? Die sogenannte Sinus-Studie gibt dazu Einblicke. Demnach sind 14- bis 17-Jährige besorgter denn je über die großen politischen Probleme. Wichtig ist ihnen der Wunsch nach Sicherheit und einem bürgerlichen Leben. Insgesamt sind sie aber auch tolerant gegenüber anderen Lebensformen. Ein Leben ohne soziale Medien ist für sie undenkbar. Sie sehen aber auch mögliche Gefahren. Befragt wurden nur 72 Jugendliche, allerdings intensiv, jeweils über mehrere Stunden. Dazu zugeschaltet ist mir jetzt Herr Professor Klaus Hurelmann von der Hertie School. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Woher kommt denn die große Sorge vor der Zukunft bei den Jugendlichen? Ja, die jungen Leute machen sich Gedanken. Man denkt ja, die Corona-Pandemie ist vorbei und die ganz großen Ängste klingen langsam ab, aber dem ist nicht so. Die Kriege, vor allem natürlich der Krieg hier im nahen Europa, beschäftigen die jungen Leute genauso stark, aber die wirtschaftlichen Konsequenzen, Inflation, Wohnungen, die teurer werden, die wirtschaftliche Perspektive, die Sorge, dass man nicht in dem gleichen schönen Wohlstandsdeutschland leben kann, wie das die Eltern noch tun. Alles das drückt auf die Stimmung. Und wie die Sinus-Studie bestätigt, und damit liegt sie auf der Linie anderer Studien, die wir haben, bringt das eine fast schon pessimistische Grundstimmung. Also die jungen Leute sind auch so gerade jugendtypisch Optimismus nach dem Motto, irgendwie werde ich es schon schaffen. Aber das ist nur noch eine ganz dünne Decke. Wir sind dicht am Pessimismus in der jungen Generation. Was ist die größte Sorge? Sie haben ja gerade einige aufgezählt. Die größte Sorge ist eindeutig die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben das bei den Wahlen jetzt gemerkt, wie stark das reingeschlagen ist. In der Europawahl hat das ja auch eine ganz große Rolle gespielt. Die wirtschaftliche Entwicklung, die wird von den jungen Leuten in Verbindung gesehen, auch mit Zuwanderung. Immer mehr der jungen Leute machen sich Gedanken darüber, wie das auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft wirkt. Und ein solches Thema wie die Klimaangst ist noch da, zeigt auch die aktuelle Studie wieder, aber lange nicht mehr so stark. Und das wirkt sich aus. Junge Leute sind Themenwähler und wir haben es bei der Europawahl jetzt gemerkt. Die Grünen, die bisher Favorit waren, immer bei der jungen Generation wegen dieser starken Betonung des Umweltthemas, die sind ganz stark abgesackt. Parteien, die mehr auf die wirtschaftlichen Sorgen, die Gedanken um Einwanderung gesetzt haben, haben gepunktet. Dazu gehören CDU, CSU, aber ganz besonders auffällig auch die AfD. Welche Rolle spielt denn Social Media im Leben von Jugendlichen? Das war ja auch ein Thema der Studie. Also Sie haben gesagt, ein Leben ohne Social Media wäre für Sie undenkbar. Worauf lässt das schließen? Das lässt darauf schließen, dass sie auch im Politischen, wenn wir da noch mal eben bei bleiben, ganz klar erwarten, die Parteien kommunizieren mit mir. Ich kriege meine ganze Information aus den von den digitalen Plattformen. Da hole ich mir alles, manchmal so als Beifang, wie die Sinus-Studie jetzt so schön gezeigt hat. Und das bedeutet ja nun ganz klar, alle Parteien erreichen die unter 25, wahrscheinlich inzwischen die unter 30-Jährigen nicht mehr, hier sind es die 14- bis 17-Jährigen, wo es ganz klar war, wenn sie nicht digital kommunizieren. Und auch da haben wir wieder eine klare Botschaft aus der letzten Wahl. Wer kommuniziert eindeutig und intensiv über die digitalen Kanäle? Es ist die AfD. Sie kann deswegen die jungen Leute erreichen und sie punktet deswegen auch bei Ihnen. Ein Punkt, der unbedingt von den anderen Parteien aufgenommen werden muss, sonst verlieren sie den Zugang zu der jungen Generation. Sagt Herr Professor Klaus Hurelmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke auch.